Mein Gast heute ist Gerhard Classen-Boschmann. Er ist Direktor von Bancopp und Geschäftsführer der paraguayischen Mennoniten-Kolonie-Vereinigung. Hallo Gerhard. Hallo Markus. Gerhard, kannst du uns ganz kurz ein bisschen deine Historie schildern? Du bist im Chaco auf die Welt gekommen oder groß geworden? Ja, geboren bin ich auf Kilometer 81, das ist die Lebre-Station, wo meine Eltern damals gearbeitet haben. Das ist eine Missionsstation. Dann habe ich meine Schulausbildung im Chaco gemacht, danach mein Universitätsstudium als Buchführer in der Universidad Nacional und habe dann bei meiner Genossenschaft gearbeitet, Kooperativa Fernheim, 5 Jahre. Und danach erhielt ich das Angebot, nach Asunción zu gehen als Geschäftsführer, Vertreter der Kooperative Fernheim in Asunción auf die Calle España. Und von da geht mein Berufsleben praktisch los, wo ich dann nach 19 Jahren da im Dienst in Fernheim wurde ich dann gewählt als Oberschulze, sagen wir dann, als Präsidente der Kooperative und Assoziation Fernheim. 6 Jahre einen gewählten Posten. Und in diese ganze Zeit, wo ich in Asunción war, war ich auch in verschiedenen Gremien tätig, so wie FECOPROT und CADELPA und auch im Kooperativswesen sehr tätig. Und dann unsere letzte Amtsperiode haben wir dann etwas mehr ausgeholt, würde ich sagen. Wir haben dann die Central de Cooperativas gegründet, die Ledergerberei, hauptsächlich Ledergerberei, dann die ECOP, wo Benzin vermittelt wird, hauptsächlich Petroleum. Dann haben wir noch die Bank gegründet, 2011, 2012 und auch noch ein Ausstellungsgelände, hauptsächlich nur das Land gekauft dafür. So, das war so eins von den letzten Aktivitäten. Ich bin dann als erster Präsident von Bancopp, gleich bei der Gründung dabei und der erste Präsident von der ersten Periode. Bin weiter im Direktorium und danach später, da ich dann nicht ganz voll beschäftigt bin bei der Bank mit dem Direktorium, habe ich dann auch noch die Geschäftsführung der ACOMEPA, das ist die Asociación de Colonias Mennonitas, sind die 5 Asociaciones, Fernheim, Neuland, Chortitza, Friesland und Volendam. Da bin ich jetzt auch tätig, so ich habe da auch ziemlich viel zu tun, so dass es dann so schnell in Sekunden an mein Curriculum erwähnt. Kannst du uns kurz mitnehmen auf eine Zeitreise zurück? Wie kam es dazu, dass Mennoniten nach Paraguay kamen? Gut, das wurde ja alles sehr unsicher. Die sind ja Mennoniten sind ja früher mal in Holland entstanden durch Benno Simons, 16. Jahrhundert. Dann sind sie ja dann, die Katharina II. Hat ja dann in Russland angeboten, die Mennoniten konnten da mal hinkommen, zu arbeiten. Haben sie dann auch gemacht, hauptsächlich sehr viel Weizenproduzenten. Und da kam die ganze Revolution. Und das wurde sehr unsicher, 1920, 1921. Da gibt es eine Organisation, eine sehr wertvolle Organisation, MCC sagt man, Central Comité Mennonita. Mhm. Die haben sich dann sehr eingesetzt von USA aus und in Verbindung mit Deutschland, mit Russland, diese Mennoniten irgendwo unterzubringen. Zuerst ist dann die erste Gruppe aus Kanada gekommen. Das sind die in Chortitza oder in Loma Plata angesiedelt haben, 1927. Danach kam die nächste Gruppe aus Russland. Man hat einfach eine neue Heimat gesucht und konnte das dann erreichen, indem durch diese Vermittlung dann Ländereien von Carlos Casado gekauft. Weil Carlos Casado war praktisch fast der ganze Eigentümer vom Chaco, weil er nach dem Weltkrieg dann oder dem 1870 nach dem Krieg sehr viele Ländereien gekauft haben. So, die haben dann 1930 da angesiedelt
Das heißt, die haben die Ländereien nicht vom paraguayischen Staat bekommen, sondern haben sie gekauft? Nein, ist alles teuer und wertvoll bezahlt worden. Gut, man ging ja aus dieser unsicheren Zeit durch die Revolution und also das ist ja eine schreckliche Geschichte, was so ein Krieg und so eine Sache man durchmacht. Sie siedeln dann hier im Chaco an. 2 Jahre danach beginnt der Chaco-Krieg und somit kommen die Bolivianer dann rein und dann waren sie mal einen Tag Bolivianer, einen Tag Paraguayer. Selbst spätere Gruppen, die kamen, die haben dann auf ihren Pässen dem Stempel in Europa oder in Deutschland bekommen, dass sie nach bolivianisches Land kamen und andere aber nach paraguayischen Land kämen. Haben die Mennoniten im Chaco-Krieg mitgekämpft für Paraguay? Gekämpft nicht, sie haben mitgeholfen. Egal, sie waren die Pazifisten, sie haben eben ihre Wassermelonen und haben eingetauscht Versorgung für Geräte, die sie dann hatten, ja, durch Versorgung und haben auch sehr mit die Krankenhäuser oder die Krankenbetreuung, Gesundheitsdienst, die Militär da hatten, haben dann uns sozusagen geholfen und wir haben auch geholfen, was man dann konnte, ja. Das war 1932 bis 1935. Man hat sich dann versucht, da zu überleben. Das waren nicht leichte Zeiten, sehr schwere Zeiten. Man kämpfte ja ums Überleben. Und danach dann 1947, also nach dem Krieg schon, dann ist eine weitere Gruppe mit dem großen Schiff Volendam und danach ist dann eine Kolonie benannt worden, Colonia Volendam hier in San Pedro und die andere dann Kolonie Neuland. Die wurden dann da aufgenommen und bewirtet, bis sie dann ihre eigene Heimat dann aufbauen konnten. Sehr viel Frauen ohne Männer, die Männer dann im alten Krieg oder irgendwie dann eben nicht mitkommen konnten, ja. So, das ist so ein bisschen die Geschichte. Es gibt ja da noch mehr Mennonitenkolonien, die später 1950, 1960 gekommen sind, so wie Sommerfeld, Bergtal und Rio Verde. Das sind auch vielleicht etwas mehr traditionelle Mennoniten, wenn wir den Namen Mennoniten dann brauchen, ja. Und welche Flächen wurden da gekauft anfangs? Wie groß stelle ich mir das vor? Ja, das waren damals nicht so viel. Ich würde das dann jetzt nicht genau wissen, wie viel. Kam das später dazu? Da ist später ziemlich viel dazu gekauft, ja. Viel dazu gekauft und Carlos Casado hat ja dann im Nach und nach immer mehr Ländereien verkauft, sodass die vielleicht 1800, das sind 1.800.000 Hektar ungefähr, so im Chaco, die 3 Kolonien ungefähr gemeinsam. haben. Gemeinsam, okay. Dann würde er total. Es gibt ja dann inzwischen auch schon Aktiengesellschaften, die dann auch schon ihre eigenen Estancias haben. Wiederum immer hauptsächlich nur Mitglieder von diesen Genossenschaften, ja, um gemeinsam Viehzucht zu betreiben. Ja. Wie groß sind die Kolonien? Wie viele Menschen leben dort heute? Gut, wir haben in Chortica ist eine Einwohnerzahl von etwas über 10.000 Personen, Fernheim etwas über 4.000 registriert, Neuland bei 1.000 ungefähr, 1.200 und dann Friesland und Volendam beide so etwa bei 600, 700, ja. Das zählen wir immer so zusammen. Dann haben wir aber Sommerfeld und Bergtal und so, die sind dann auch ziemlich zahlreich, reiche Einwohner da, so dass wir im Total, was man so dann mal so schnell überzählt, sind das 38.000 Mitglieder von den Mennonitenkolonien, wo man jetzt sagt, wenn man Mennonitenkolonien, die sind aber nicht unbedingt alle Mitglieder von diesen Kirchen als Mennoniten gerade. Es gehört dann als die ganze Familie oder so. Ja, aber wir schätzen, dass wir heute etwa 38.000 sind. Wobei schon in Bolivien eine viel größere, gibt es mehr. Würde man sagen, zwischen 80 bis 100.000 Leute, die da wohnen in Bolivien. Da sind sehr viel auch von hier hingezogen, auch andere direkt, die dann über Kanada oder über Mexiko dann nach Bolivien gezogen sind. Ja. Und kommen jetzt Leute neu hinzu? Wie ist der Zuzug oder nimmt es ab? Wie wächst das Ganze? Nee, das bleibt so. Da ist ein großer, also
da ist ja ein großer Zuwachs von Leuten, die halt eben Arbeit suchen und da mitten rum uns sind. Aber von unseren Leuten kommen wenig, jetzt vielleicht etwas durch diese Pandemie, einige sich unsicher gefühlt haben und dann eher wieder zurück zum Camp wollen, zur Natur. Aber sonst bleibt das ein sehr normaler Wachstum, ja. Fehlen Arbeitskräfte im Chaco? Auf jeden Fall immer, ja. Ja? Das ist gerade im Verwaltungsbereich, im Büro und auch im technischen Bereich fehlt es viel. Wir haben ja unsere eigene Ausbildungsstätten, wo wir besonders in Loma Plata, die ist ja eine Berufsschule, wo ein Dualsystem funktioniert. Das ist mehr technische, aber sehr gute vorbereitete Schüler, die dann auch nachher einen Beruf sofort Arbeit finden, aber es fehlt immer sehr an Arbeitskräften. Weil man sieht immer wieder Leute aus dem Chaco nach Asunción kommen, um hier zu arbeiten. Wollen die weg von dort oder geht es in die andere Richtung auch? Gehen Paraguayer aus Asunción in den Chaco? Doch in der letzten Zeit, also wenn man als Jugendlicher dann, also einmal vom Studium her, man hat dann eben 4 bis 6 Jahre Studium. Universitätsstudium kann man hauptsächlich nur hier machen. Das habe ich auch so gemacht. Und danach, wenn man dann erst heiratet oder Familie hat und die Kinder, ist das doch das Leben auf dem Camp oder im Chaco. Heute sind alle Dienstleistungen auch da. So, man bevorzugt das. Das sind immer so Zeiten, mal dann wieder mehr dorthin ziehen. Aber hauptsächlich, wenn jemand von dorthin zieht, sind das hauptsächlich Jugendliche. Das heißt keine Universität im Chaco? Wir haben, so wie ich sage, diese Berufsschule da in Loma Plata, dann eine Hauswirtschaftsschule in Neuland, ein Lehrerseminar, das ist eines von den ersten und besten, wo dann auch dual unterrichtet wird. Also ich sage zweisprachig dann, dass man das Deutsche sehr fördert, weil unsere Schulen hauptsächlich Primarschule beginnen mit Deutsch, ja, Muttersprache Deutsch. Und dann erst später langsam geht es dann auf Spanisch über. Und es ist eines der besten Institutionen, die Dozenten ausbilden. Und das sind Krankenschwesternschule, das ist im Gesundheitsbereich, das haben wir auch. Wir sind außerdem in einer Universidad Evangélica del Paraguay angeschlossen, wo wir dann verschiedensten Fachrichtungen dann unterrichten. Da ist diese IFD oder IFL dann angeschlossen, auch die Krankenschwesternschule. So, das ist hauptsächlich das Wichtigste, würde man sagen, aber doch das meiste funktioniert in Asunción, ja. Das heißt, es wird im Chaco im Alltag mehr Deutsch als Spanisch gesprochen heute? In allen Kolonien wird hauptsächlich nur Deutsch gesprochen, aber gerade im Dienstleistungsbereich, ob das jetzt bei der Kasse im Supermercado oder auch sonst in Buchführungen und Verwaltungen, kommt es immer mehr vor, dass es jetzt auf Spanisch übergeht. Halt eben auch, weil wir viele Leute von draußen mit reinnehmen, die vielleicht nicht unbedingt Mitglied sind. Und dann eben die Landessprache Spanisch ist, aber sehr viel Deutsch. Die Gottesdienste, die meisten gehen noch auf Deutsch. Die Treffen, die Generalversammlungen, alles läuft auf Deutsch oder auch Plattdeutsch. Das ist unsere Muttersprache. Ja. Wie ist das strukturiert? Also eine Kolonie, eine Mennonitenkolonie siedelt sich an. Und ist jetzt Philadelphia eine paraguayische Stadt oder ist es als von der Kooperative unabhängig verwaltet? Wie funktioniert das? Lange war der Oberschulze der Bürgermeister, ja. Der dann halt alles, auch das Zivil und Kommerzielle und die ganze Kontrolle da hatte. Das ist ja dann mit der Zeit, glücklicherweise, dann hat sich das so entwickelt, dass wir in unsere Kolonien, also der Oberschulze ist der Präsident der Kooperative, auch der Assoziation. Kooperative sind mehr die wirtschaftlichen Belange und Assoziation mehr die zivil-soziale, kulturelle Belange. Wir haben dann inzwischen nach mehreren Ansätzen das dann im Kongress hinbekommen, dass wir dann das als Munizip erklären. So, wir haben heute ein Munizip
in Philadelphia, in Loma Plata und neuerdings auch in Neuland, Municipio Boquerón, wo dann regelrecht ein Bürgermeister Intendente, das ist ja das nationale System, das müssen wir auch respektieren, die dann jetzt heute so die Bürgermeister sein sollten. Sie machen die meisten Sachen auch über ihren Presupuesto und alles. Aber zusätzlich haben wir noch sehr viel Kosten mit Straßenunterhalten und Säuberungen und Unterhalten, weil das halt eben im Presupuesto noch nicht funktioniert. So, das läuft einmal ist der Bürgermeister zuständig für alles und der Oberschulze oder Präsident eben nur für seinen Bereich, arbeiten aber sehr, sehr zusammen. So dass es ist ein System, das wir langsam übergehen auf dem Nationalen. Es funktioniert noch nicht ganz, aber das wird respektiert und das ist halt eben heute so, wie das dann funktioniert. Und wir befinden uns gut dabei. Ich glaube, man darf diesen Unterschied nicht machen. Dann, wie viele wirklich von unseren Leuten oder andere, die zugewandert sind, andere Sprachen, ob das jetzt Spanisch, Portugiesisch, Englisch oder die Indianersprachen. Wir haben allein in Philadelphia 7 oder 8 verschiedene Indianerstämme, die da bei uns wohnen. Wenn man jetzt konkret von Philadelphia spricht, man spricht da zwischen 18 und einer Bevölkerung von 18 bis 20.000 Leute, wobei knapp 4.000 schon nur wir Deutschsprachige sind. So beim Stimmen und so übersteigen die uns. Also wir sind nicht mehr die Mehrheit und haben aber trotzdem das meiste, das Sagen noch da. Ja, so. Das Zentrum oder die Ländereien im Zentrum, die Immobilien gehören der Kooperative. Also man kann ja da von außen nichts kaufen. Doch, man kann. Ja. Es sind ja unsere Angestellte sicher. Original war das dann so, dass es nur ein Titel oder die Kooperative oder Assoziation, je nachdem was für Kolonie, ist dann Eigentum von dem Ganzen. Wir haben aber, seit es das Municipio gibt, haben wir direkt einige Zonen dann schon freigesprochen, wo dann vertitelt wird. Zu meiner Amtsperiode haben wir so etwa 200 Lotes verschrieben, Titel überreicht, an den Käufer dann, ja. Man versucht das so ein bisschen noch unter Ordnung oder Kontrolle zu haben, damit das da auch wirklich nach Zonen, nach Kommerzial- und Wohngebieten so noch zu halten. Und das weiß ich jetzt konkret von Philadelphia. Ich weiß nicht, wie in Loma Plata. Es ist eine so viel größere Kolonie und auch Neuland. Aber jeder hat da so seine Form von Arbeiten, ja. Und zieht es dann Investitionen an aus dem Ausland oder aus dem Rest von Paraguay, dass Leute sagen, ich kaufe in Philadelphia was, ich entwickle dort was? Seht ihr da Investitionszuzug? Doch, es kommen sehr viele Investoren, die dann mehr zum Norden hin oder auch um unsere Kolonien dann investieren, hauptsächlich in Estancias. Estancias, also Viehzucht, dann aber auch etwas an Ackerbau, also jetzt ist ja auch Bewässerung ein neues Thema. Leider noch nur sehr am Anfang, aber das sind mit sehr guten Resultaten. Und es entwickelt sich sehr. Und aber auch diese Leute wiederum suchen dann irgendwo eine Bleibeübernachtung, entweder ein Hotel oder so, wenn die gelegentlich kommen, weil das sind meistens nicht die Leute, die direkt da arbeiten, sondern die sind da auf Durchfahrt. So sehr viele. Andere siedeln da etwas an. Es gibt da eine Urbanisation, nochmal extra, die darf auch die Titel vergeben, wenn sie ein Stück Land kaufen. Also da ist schon noch Bewegung. Ja. Sind die Ländereien der Kooperative voll bewirtschaftet oder sind da noch Brachflächen, wo nur Ausbaustufen möglich sind? Ja, das ist ja je nach Verwaltungsperiode die Aufgabe zu sehen, Ländereien zu kaufen, die dann wiederum an den Mitgliedern wieder vergeben werden mit Kreditvergünstigungen in verschiedenen Formen. Und das funktioniert sehr gut. Langfristig auf 10 Jahre. Man hat auch ein System ausgefunden, das ist ja Ochsendollar, sagen wir dann. Wir verrechnen dann das pro Kilo. Also man zahlt dann Kilos ab, Kilo Fleisch. Das ist ja das, was sie bekommen beim Zahlen, beim
Bei der Bezahlung von den Rindern beim Verkauf kriegen sie ja Kilos bezahlt und dann man produziert Kilos Fleisch und das ist in dieser Einheit von Kilos Fleisch, wie man das dann verrechnet. Man kann das aber auch auf Dollarbasis oder auf Guaraníes langfristig. So, das sind da möglich immer dann, wenn sie Mitglieder sind. Ja, das ist das System. Kann jeder Mitglied werden bei der Kooperative oder was sind die Voraussetzungen? Gut, wir haben ja da die Vorschriften vom Kooperativgesetz und dann wiederum, dass jede Verwaltung ihre eigenen Bedingungen aufsetzt. Normalerweise ist Genossenschaft frei für alle, die Mitglied werden wollen und auch sich daran beteiligen wollen und auch wirklich dann beteiligen. Also man hat ja, wo man Rechte hat, dann hat man auch Pflichten. Ja. Welche Pflichten und welche Rechte hat man? Gut, Rechte ist ja zum Mitglied werden. Man hat das Recht, die im Super einzukaufen, die Einrichtungen zu genießen, aber dann auch die Produkte zu verkaufen, dass die verarbeitet, ob das jetzt Milch, Fleisch, Schlachthof. Und dann aber zum anderen, man muss dann auch die Beiträge zahlen, so wie jedes Mitglied. Man hat halt eben diese, das ist eines von den größten, die Beiträge sind doch ziemlich hoch, weil man sich in den Einrichtungen neu reinkauft, ja. Wie weil hoch da ist sind ja die Beiträge? Na gut, das ist sehr verschieden, von Kolonie zu Kolonie verschieden. Das ist je nachdem, man macht da sehr Vorteile also Begünstigungen für einen Jugendlicher, der neu reinkommt, zahlt etwa ein Salario Minimo oder 2 oder 3, je nach Stufen, je nach dem Alter, bis zum 3. Einmal oder jeden? Einmal. Ja. Sicher, ein 50-Jähriger, der dann sich da reinkauft, muss schon noch normalerweise macht man die Einrichtungen, die man bis daher aufgebaut hat, geteilt durch Mitglieder, gibt ungefähr den Wert, was man dann einzahlen müsste. Ein gerechtes System, weil damit man nicht draußen wohnt und sonst wo was genießt und zurückkommen und wir tragen das da durch und damit sie nicht im letzten Moment bloß kommen und beitragen wollen. Ich meine, nicht beitragen, sondern genießen kommen. Ja. Aber monatliche Beiträge gibt es dann auch oder nur eine Einmalzahlung? Nein, normalerweise ist das ein Eintritts- und fertig. Ja, sicher muss man dann, die Unterhaltungen muss dann auch monatlich gezahlt werden. Man kann es gibt ja verschiedene Zahlungsmodus, ja, wie man das dann machen muss. Gibt es im Chaco generell steuerliche Vergünstigungen? Also für die Mennonitenkolonien oder die Kooperativen oder ist es ganz egal, wo man ist, alles gleich? Keine. Wir sind ganz normale Paraguayer Bürger. Wir zahlen das, was andere auch zahlen. Man hat das immer wieder uns angekreidet, dass wir Begünstigungen haben, aber wenn wir welche haben, dann haben wir die alle anderen Genossenschaften haben. Und das ist das im ersten Kooperativgesetz war, dass wir von dieser Renta, Impuesto a la Renta befreit sind, die 10%. Das ist bis heute noch immer dann, wenn das ein Geschäftsablauf ist mit Mitgliedern, ist es frei. Sobald es mit einem Tercero nicht Mitglied ist, dann zahlt das Gewinn auf 10%, müssen wir trotzdem zahlen. Alle Kooperativen in Paraguay zahlen keine Gewinnsteuer. Ne? Wow. Und so, deshalb, wir haben da keine Vergünstigung, nicht wie die anderen. Und das ist ein Vorteil, was Kooperativen haben. Ja. Warum ist der Schwerpunkt auf Milchprodukten? Gut, unsere Leute, die kamen ja aus Russland und die kannten Weizenanbau und haben das versucht mit Weizen. Aber es regnet ja nur, sind der Niederschläge etwa 700 Millimeter pro Jahr. Das ist zu wenig. Und normalerweise ist die Regenzeit zwischen September, Oktober bis maximal März. Und die restlichen Monate sind dann sehr trocken. So, mit Ackerbau ist uns sehr unbeständig. Dann ist man auf Viehzucht übergegangen. Und bei Viehzucht ist das, also bei Milchproduktion ist das so, das ist ein regelmäßiger Einkommen und täglich. Das ist genauso wie auf Arbeit gehen. Ende Monat wird die Milch bezahlt und das bekommt er. Was man dann produziert hat, das bekommt man bezahlt. Bei Viehzucht ist es ja etwas langfristiger, die ganzen Investitionen machen und kann dann 3 bis 5 Jahre dauern oder auch länger, bis dann wirklich die
das gewinnbringend ist, ja. Und doch ist es immer noch rentabler in Viehzucht wie in Ackerbau. Jetzt hat man aber durch die Technik und durch die ganze Informatik und alles kann man heute auch schon den Boden studieren und andere Technik von Düngemittel und Mechanisierung. Gibt es so viel mehr Formen, wie man produziert. Die ganze Samenerzeugung, also die hilft auch so viel, dass man heute auch sehr viel produktiver arbeiten kann. Wir haben uns auch im Industriebereich auch ziemlich verbessert. Wir haben sehr gute Maschinen in Erdnussproduktion oder Baumwolle ist bis heute immer noch da. Milchproduktion, die ganze Industrialisierung, Schlachthöfe. Wir haben ja lange an andere Schlachthöfe verkauft, bis wir 2001 unseren eigenen Schlachthof, würde ich jetzt dann von Fernheim, andere haben dann später oder früher dann auch in dieses Geschäft reingegangen. Oder die Ledergerberei, das gibt ja alles, auch ein Valoraggregat und Mehrwert, den wir dann jetzt rausholen. Das ist ja in Wirklichkeit die Absicht von einer Genossenschaft, die Produkte aufzukaufen, zu verarbeiten und dann vermarkten. Das ist dieser Zyklus, den wir haben. So, daher sind wir mehr auf Viehzucht gegangen und die Viehzucht ist halt, wenn es nicht so rentabel ist, aber es ist so viel stabiler in die ganze. Man kann in der Winterzeit sich vorsorgen mit Futterreserven, Silo machen, Heuballen machen, Wasserbrunnen, gibt es so viele Möglichkeiten, die es früher nicht gab und heute schon vorhanden sind, ja. Und daher sind wir jetzt eher mehr auf Viehzucht und auch die Verarbeitung ist mehr in diese Richtung. Aber auch verarbeiten Sesam, Erdnüsse und auch eine Kolonie dann mit Baumwolle. So, wir versuchen da eben auch etwas diversifizierter zu arbeiten, um nicht nur von einer Produktion abhängig zu sein. Was ist mit Obst und Gemüse? Wächst es nicht? Obst und Gemüse verlangt doch ziemlich viel Wasser. Und da sind wir leider noch nicht mit dem ganzen Aquädukte und so weit, dass wir jetzt genügend Wasser haben, auch noch dafür. Wir sind eben von Regenwasser abhängig. Aber es gibt schon in Gemüseplantagen, also Tomaten, Zwiebel, Wassermelonen, wird schon sehr mit Bewässerung gearbeitet und das gibt hervorragende Erträge. Also man kann schon im Supermarkt gehen und mehrere Produkte exklusiv aus dem Chaco antreffen. Ja. Du hast den Aquädukt angesprochen. Da wurde ja doch für sehr viel Geld ein Aquädukt gebaut, um den Chaco mit Wasser zu versorgen. Der ist jetzt in Betrieb. Wie funktioniert das? Ja, das hat sehr viele Jahre gedauert und zu guter Letzt zu Federico Francos Zeiten ist es dann mal die Spatenstichfeier gemacht. In Puerto Casal war ich dabei. Es sind 202 Kilometer. 101 Kilometer hat die eine Firma, 101 die andere. Es wurde eingeteilt. Und leider ist das nicht so weit gekommen, es ist in Funktion gesetzt worden. Durch die heutige Regierung hat man da sehr viel sich eingesetzt, das Ganze wieder in Funktion zu setzen Aber es ist nur sehr weitläufig, wo dann immer wieder mal Wasser da ist. Die Einrichtungen sind etwas schwach gebaut und halt eben funktionieren nicht so. Es muss ja auch etwas flussaufwärts oder landaufwärts gepumpt werden. Man hat auch inzwischen eine Umspannstation gemacht, um auch weitere Pumpanlagen nochmal einzurichten. So, es wird damit gearbeitet, aber momentan, so wie ich verstanden habe, kommt da nur wenig oder gar nicht. Die weiteren Verteilungen sind aber gemacht, nach Mariscal, nach Jalvesanga oder in anderen Kolonien. Also die Hoffnung soll man nicht aufgeben. Also da ist noch ein bisschen Hoffnung, dass es da noch irgendwann mal wirklich fließen wird, das Wasser. Du hast Baumwolle angesprochen. Ist Baumwolle im Chaco für die Zukunft das Richtige?
Ich weiß nicht, ob für die Zukunft. Jeder, der etwas anpflanzt, gibt da so seine Hoffnung und Zukunft. Der Boden lässt es zu. Man muss da richtig verstehen, produktiv ranzugehen, abzupassen, wie man das dann produziert. Paraguay ist ja ein Land, was hauptsächlich von Baumwolle lebte oder die Haupteinnahmen hatte, aber es war alles handgepflückte Baumwolle. Heute hat man schon Maschinen, womit man das dann ernten kann und auch viel kostengünstiger dann machen kann und auch mehr größere Flächen. Bei unseren Leuten, in unseren Kolonien etwas weniger, aber in einer, konkret Chortitza, die sind sehr damit beschäftigt und haben auch sehr gute Erträge und haben auch eine Entkernungsanlage noch. Unsere haben wir dann mal zu einer Zeit aufgegeben, weil es zu wenig produziert wurde. So. Der internationale Preis, ich bin bei der Vermarktung auch sehr dabei gewesen, der schwankt so sehr. Also auf Landesebene ist das sehr zurückgegangen oder praktisch gar fast im Stillstand gekommen. Weil auch aus verschiedenen Gründen, auch weil oft, das wurde zu ein politisches Produkt. Die Regierung hat immer wieder dann auch Preise bestimmen wollen und Subsidios gegeben und so hat man das dann einfach mit der Zeit gelassen. Inzwischen sind ja unsere Leute mehr auf Mandioca und Sesam und versuchen andere Produkte zu produzieren, aber momentan ist das etwas, wer das kann und dadurch Rentabilität findet und sollte es unbedingt weitermachen, ja. Aber der internationale Markt war ja auch immer wieder abhängig vom Petroleum. Also die synthetische Plastik oder was dann immer da als Konkurrenz kommt, kann man dann nicht genau wissen, mit was für Preise man produziert. Und das ist ja zu unsicher. Also die größte Konkurrenz war dieser synthetische Textilmarkt. Ja. Du hast Petroleum angesprochen. Da gab es immer wieder Diskussionen, Petroleum im Chaco. Wie seht ihr das im Chaco selbst? Wir sehen die großen Maschinen, die dann, wenn dann mal wieder ein Aufschwung kommt, dass dann wieder gesucht wird. Die meisten werden dann wieder zugeschüttet und betoniert. Ich kann da nicht sagen, ob das stimmt. Einige wollen das behaupten, dass es doch gibt. War ja jetzt vor kurzem noch ein Buch von Federico Franco, wo er sagt, eins von den Gründen, warum der Krieg mit Bolivien war ja wegen dem Petroleum. Kann ja sein. Aber wahrscheinlich zu wenig, dass sich das lohnt. Ja. Etwas Gas, was bloß auffällt, so wie immer sagen, 5 Meter, wo Paraguay aufhört, da in Bolivien, die pumpen da feste. Ja. Das fällt ja dann auf. Ja. Oder man hat das damals schon genau gewusst, wo man die Grenze setzen musste. Ja. Es ist leider so, Paraguay hat ja ziemlich viel Land verloren bei beiden Kriegen, ja, und ist dann eben mehr beschnitten worden. Aber das bleibt eine offene Frage und wahrscheinlich, ich glaube, jeder, der darin ein Geschäft sieht, würde das dann schon gemacht haben. Ja. Versucht ihr als Mennonitenkolonien autark zu sein oder komplett unabhängig? Ich wüsste jetzt nicht, in was für einem Sinn unabhängig. Ja, zum Beispiel Energie. Also wird da auch investiert jetzt, um von Ande unabhängig zu sein oder beim Wasser wurde ein Viadukt gemacht oder wie autark seid ihr im Chaco? Könnt ihr euch selbst komplett erhalten oder wird sehr viel importiert? Das Ganze ist ja ganz unabhängig aufgebaut. Da war ja nichts. Die mussten ja mit dem Schiff von Asunción hochfahren bis Puerto Casado und dann mit die Bahn von Carlos Casado bis Kilometer 145, diese Züge da. Schmalspurbahn hatten die dann da und von da sind ja unsere Leute mit Ochsen hingefahren, die Produkte dahin zu bringen, ob das jetzt Baumwolle, Eier, Käse oder was dann ist. Später ist ja 1955 dann die Ruta Trans-Chaco gemacht. Man musste überleben, da war weder Militär noch kein Richter noch Polizei, nichts. Wir mussten uns da selbst mit allem wissen.
Da sind wir jetzt so froh, dass wenigstens die Municipalidad das dann abgeben. Aber wir haben uns ja selbst wissen müssen, da war ja nichts. Wir haben unseren von 1940 schon mit eigener Stromerzeugung über Holz, über Dampfkessel haben wir gemacht. Ande wurde erst 24 Jahre später, 1964 erst gegründet. 24 Jahre vorher haben wir schon unseren eigenen Strom generiert, weil wir da sahen, unsere Entwicklung musste ja von irgendwo kommen und technisch mussten ja wir uns da vorantreiben. So, was Strom ist, haben wir bis 1998 unseren eigenen Strom generiert und haben heute noch große, sehr große Stromaggregate, die Notstromaggregate, die dann einspringen, sobald Stromausfälle sind. So, was Strom angeht. Wasser, da musste sich jeder selbst wissen. Wir haben alle zu Hause unsere Zisternen, das ist ja ein Riesentank unter der Erde, wo wir Regenwasser sammeln. So, dass es, was Strom angeht, was Schule, was alles, was Krankenhaus, haben wir alles selbst. Wir mussten uns selbst wissen. Wir versuchen jetzt immer wieder Sachen abzugeben, dass die Regierung das übernimmt, was ihre Aufgaben sind. Das erst später, jetzt von 2002 wurde ja nach der neuen Staatsverfassung das Gouvernationssystem eingeführt, wo dann außer der Bürgermeister, also Municipalität, auch die Gouvernation ihre Aufgaben übernimmt. Da haben sie ihre eigenen Schulen gemacht und auch Mithilfe da bei all den anderen Leuten, die dann da wohnen. So, das ist eine Entwicklung, die von sehr vielen Jahren, und da kann man das dann vielleicht auch besser verstehen. Das hört sich mitunter so, wir wollen alles nehmen, alles kontrollieren. Wir mussten ja was machen. Man konnte nicht sitzen und warten, bis die Regierung was machte, weil die überhaupt nicht dahin kam. Ja. Wie groß ist heute die größte Kooperative? Weiß man das? Wie viel Umsatz wird da generiert jedes Jahr? Ja, das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Die größte Kolonie mit dem größten Umsatz wäre ja Chortice. Ja. Sowieso. Mit sehr viel, also mit sehr großer Milchproduktion, Fleisch-Viehproduktion, Ackerbau, auch mit sehr viel Ackerbau. Das gleiche auch in Fernheim und auch Neuland. Alle drei haben ihre eigene Schlachthöfe. Wird das publiziert oder gibt es da offizielle Zahlen? Gibt es ja. Hast du ungefähr eine Idee? Nicht, nein, ich würde jetzt die nicht Schätzung? So frei haben. Okay. Nein, würde ich nicht. Das sind paar hundert Millionen Dollar auf jeden Fall, ja. Pro Kooperative? Pro Kooperative, ja. Und es gibt ja jetzt, also hier die großen Firmen in Asunción, Banken oder andere große Firmen, die suchen ja Kapital im Ausland, legen größere Bonds auf am internationalen Kapitalmarkt. Ist das eine Alternative für die Kooperativen, sowas zu machen? Ja, es ist eine Möglichkeit. Man hat auch immer wieder versucht, aber es ist doch recht schwierig, an Gelder im Ausland dranzukommen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir die Bank gegründet haben. Bankop, ja. Einmal, weil wir wollten an langfristige Kredite rankommen. Als wir die Bank gründeten, dann gab das nicht langfristige. Langfristige Kredite waren 2-3 Jahre. Ja. Außer vielleicht Banco Fomento oder AFD. Und jetzt spricht man schon leicht von 10 Jahre oder darüber, wo man jetzt schon Kredite nehmen kann. Wir wollten günstigere Zinssätze haben, also mehr kompetitive Zinssätze. Und wir tauschen ja uns dadurch auch aus. Wir komplementieren uns sehr gut. Die im Chaco mit Viehproduktion, mit Ackerbau, die haben verschiedene Zyklus und kann das damit auch die Gelder zusammenkommen und das auch austauschen über eine Bank. Wir haben, man ist ja auch immer wieder in diese Bolsa de Valores zugegen und kann man aber jetzt dadurch, dass wir die Bank haben, haben wir so viel mehr Möglichkeiten. Und, aber die Regierung hat ziemlich viel gemacht über Banco Fomento in den ersten Jahren, über BIT. Kredite gab es damals auch. AFD ist ja sehr tätig. Also wir haben schon sehr viele Möglichkeiten, die günstig sind für einen Investor oder auch für einer, der
Ackerbau und Viehzucht und investieren will. Ja. Das heißt, die Kooperativen selbst ziehen Kredite von Bancoop für größere Industrieprojekte oder große Investitionen im Chaco? Alles, es sind die Möglichkeiten da, ja. Mhm. Das ist halt eben, es ist ja eine relativ neue Bank, die dann auch von außen aus sehr große Unterstützung hat von Weltbank, BID und CAF und all diese Kredite stehen da zur Verfügung. Und jeder macht das dann, was er dann benötigt. Und halt eben diese Möglichkeiten sind dann da, ja. Jetzt, man hat sehr große Flächen und man produziert ja sehr viel im Chaco. Industrialisierung bei den Milchprodukten wurde gemacht, funktioniert sehr gut. Ja. Wie siehst du das jetzt in die Zukunft? Fehlt mehr Fabriken, mehr Industrieproduktion oder mehr Fertigproduktion der Rohmaterialien, um sie zu verarbeiten? Gut, Milchproduktion ist sehr gut entwickelt, Ja. sowohl im Chaco wie auch in Caaguazú, diese Lactolanda oder Colonias Unidas. Da fehlt immer Milch. Also man kann da mehr Milchproduktion, mehr das fördern oder mehr verarbeiten. Die sind nicht ausgelastet. Viehproduktion genauso. Da fehlen immer Rinder. Das zeigt sich auch immer am Preis, dass dann der Fleischpreis dann ansteigt. Wir wissen ja, dass unser Rinderstock im ganzen Land schon etwas über 14 Millionen Rinder war, ist jetzt bei 13.800 wieder. Also es geht etwas zurück. Das ist ja sehr besorgniserregend. Weil nur wenn wir mehr Rinder haben, können wir auch mehr exportieren und mehr produzieren. Ja? So, man versucht auch in verschiedene andere Sachen zu investieren, in Sesamverarbeitung, Erdnüsseverarbeitung, um mehr Wert zu geben. Ja? Ich glaube unbedingt, dass man bei Soja ein bisschen mehr was machen könnte. Wird ja zu Öl verarbeitet, aber doch das meiste geht dann doch als Samen oder als Rohprodukt dann raus. Ja. Es wird immer mehr Soja angebaut, auch im Chaco hört man so. Funktioniert das gut? Ja, man kann sagen mehr, aber nächstes Mal dann vielleicht auch mehr in Form von Versuch. Ja. Man hat es noch nicht ganz raus, wie die Zyklen da sind. Man hat eine neue Varietat, sagt man, eine neue Art von Samen, was ein bisschen mehr Zeitspanne durchhält, weil das ist gerade, wir haben 3 bis 4 Monate ist der Zyklus von von Soja. Ja. Wenn das dann inzwischen nicht regnet, dann vertrocknet die Pflanze. Oder deshalb versucht man jetzt, pflanzt man das dann am September, Oktober, November an, was hier normal ist. Dort versucht man das im Dezember, wo das sehr heiße Monate sind. Januar ist dann vielleicht weniger heiß. Man versucht jetzt im Januar anzupflanzen, damit es dann im April zu ernten geht. So, das sind all diese Versuche. Man kämpft ja mit Preisen, man kämpft mit klimatischen Bedingungen. Das ist eigentlich von den größten. Also kaum hat jemand eine gute Ernte im letzten Jahr gehabt, sowohl bei Soja und auch bei Erdnüsse. Die Erträge sind zu niedrig, die decken nicht mal die Kosten, ja. Aber man hofft auch im nächsten Jahr, weil wir das auch wissen, dass es immer wieder Zyklusse gibt mit Trockenjahre, dass sich das dann wieder verholt und dann wieder sehr gute Ernte und sehr gute Erträge hat und damit auch gute Preise erzielen kann, ja. So. Wir sagen immer wieder, ein Ackerbauer, ein Viehzucht- und Ackerbauwirtschaft ist eines der Betriebe, die meisten Risikos eingehen. Gerade wegen den Wetterbedingungen und Preisen und alles, aber dann zum anderen irgendwann gute Preise, gute Erträge haben und dann mal weniger gute oder keine haben, ja. Da muss man dann halt eben, da ist ja das Gute von einer Genossenschaft, die dann sofort einsteigen kann, unterstützen kann mit Kredite oder was es dann ist mit Maschinen und so. Das hilft dann sehr mit, ja. Was würdest du sagen heute, was fehlt im Chaco? Sehr viele Jahre haben Wege gefehlt.
Straßen. Wir haben diese einzige Straße, Trans-Chaco-Straße von 460 Kilometern, Ja. die oft oder in den letzten Jahren in sehr schlechten Bedingungen war. Wir haben uns immer wieder die Reifen kaputtgeschlagen und Unfälle und so. Das wird ja jetzt aufgebaut mit dieser Regierung und sehr instand gehalten. Das war die Route 12 jetzt, glaube ich. Das ist die 9, ist das? Ja, die 12er parallel zur argentinischen Grenze soll ja jetzt auch. Ja, das ist die Bioceanica, die kommt da jetzt dadurch. So, da müssen wir sehen, was sich jetzt neu im Wirtschaftlichen, im Gesundheit und Sicherheit und alles, was jetzt dazu kommt. Wir sehen ja, Grenzstädte sind ja meistens sehr, sehr anfällig für schwache Sicherheit. Und wir müssen davon ausgehen, wir sitzen da im Zentrum, wir haben 250 Kilometer ist Brasilien, 250 ist Bolivien und auch Argentinien. Wenn das dann ja jetzt alles durchkommt und so wie man sagt, 1000 bis 1200 LKWs pro Tag, die Soja da durchfahren werden, über Chile, über Argentinien und Chile, dann wird es da eine ganz andere Entwicklung noch geben. Damit müssen wir rechnen und vorbereitet sein. Was fehlt, ist auch einfach mehr die Produktion, die unsere Bauern leisten, also bringen die Erträge, ob das jetzt Sesam, Erdnuss, so immer mehr Wert zu verarbeiten. Rohprodukte exportieren wird nicht mehr lange Zukunft haben, ja. Und das macht ja auch Sinn und das ist die Aufgabe der Genossenschaft. Das ist auf jeden Fall eines der Aufgaben, die wir weiter berücksichtigen müssen. Inwieweit man weiter in Fleisch verarbeiten kann, das hängt ja davon ab, was für Märkte und welche Zulassungen Paraguay bekommt. Wenn wir sollten USA Zulassung bekommen, können wir auch da mit mehr Wert verkaufen oder Israel oder so. Immer so diese Märkte suchen, wo mehr bezahlt wird für unsere Produkte. Das dann jetzt auch Leder oder Erdnüsse oder Sesam, die Produkte, die wir produzieren. Weil wir sind ein Landwirtschaftsland und das ist das, was wir können und was wir auch weiterentwickeln müssen. Schwierig da zu sagen, dass wir da Dienstleistungen an Hafen oder an sonst was, weil wir sind da. Wir haben unsere Arbeitsfaktor ist die Erde. Und da müssen wir das produzieren, was wir können. Und dann die Genossenschaft übernimmt das dann weiter, eben visionär dann zu verarbeiten. Man rechnet mit jetzt einem Projekt von Ölindustrie. Das ist ja gerade jetzt im Entwickeln, das neue Ausstellungsgelände Pioneros del Chaco. Das ist jetzt beschlossen, eine Ölproduktion zu machen. Ich nehme an, dass das auch demnächst weiterlaufen wird. Dann ist ja diese ganze Futterverarbeitung, also indem man arbeitet ja heute sehr extensiv mit allem. Die Rinder haben normalerweise 2 Hektar für ein Rind, muss man so rechnen. Das könnte man dann intensiver machen mit anderen Techniken, mehr Zufütterung und all diese Sachen. Das hilft ja, um mehr die Produktion zu fördern und rentabler zu werden in diesem Ganzen, ja. Wenn jetzt jemand von außen nach Paraguay schaut oder hierher kommen möchte und investieren möchte, würdest du sagen, wenn man in der Fertigung oder in der Produktverarbeitung Interesse hat, was zu machen, dann ist man im Chaco sehr willkommen und die freuen sich, wenn da jemand hingeht und sich einem Thema widmet? Ja, die Möglichkeiten sind da. Man muss bloß nicht damit rechnen, dass das alles serviert wird und dass alles zur Verfügung steht. Der Chaco ist auch hart, ja. Er kann seine guten und schlechten Zeiten zeigen. Diese lange Trockenheiten, dann überlegen wir uns doch oft, sind wir auf der richtigen Stelle, ja. Wenn das Wasser knapp wird, Strom haben wir, aber Wasser, wenn es dann fehlt und all diese Sachen, und das ist 40 Grad so mal einen Monat lang aushalten, wird schon schwierig, ja. Und wenn man sieht, wie die Weide vertrocknet oder die Soja oder Erdnüsse da vor sich hin
rösten, weil das jeden Tag heiß ist, muss man damit leben können. Ja? Man muss alleine und so ganz alleine drauf losgehen. Daher ist eine Genossenschaft sehr gut, wo man sich austauschen kann, sehr viel Informationen sich mithilft. Und das ist ein solidarisches System. Ja? Da ist noch wenig Infrastruktur, um zu sagen, hier, jetzt komme ich, jetzt mache ich dann jetzt mal alles. Man ist auf Erfahrung angewiesen und die hat man schon sehr viel gemacht. Ja? Also das ist, das jetzt so frei sagen, jetzt kommt, ist doch ein bisschen riskant, das so zu sagen. Ja? Man muss sich das gut beschauen und sich ganz bewusst sich entscheiden, wenn man da investieren will und was man dann konkret machen will. Ja? Danke, Gerhard, für deine Zeit. Danke auch, Markus.